Marias Tanzabenteuer in der Salsa-Bar. Maria ist 22 Jahre alt und studiert Betriebswirtschaft. Doch ihre wahre Leidenschaft ist Tanzen. Schon als Kind hat sie Ballett gemacht, später Hip-Hop. Aber Salsa, das hat sie noch nie versucht. Als sie eines Abends mit einer Freundin in eine lateinamerikanische Bar geht, hört sie die mitreißenden Rhythmen der Musik. Sie beobachtet Paare, die leidenschaftlich tanzen, und merkt sofort, das will ich lernen. Sie informiert sich über Kurse. Eine Salsa-Schule in der Innenstadt bietet Anfängerkurse an. Sie meldet sich an, kauft sogar passende Tanzschuhe mit einem kleinen Absatz. Etwas nervös geht sie zum ersten Termin. Der Lehrer, Pablo, ist ein lustiger und geduldiger Typ. Er erklärt den Grundschritt, das Grundgerüst des Salsa. Maria wippt erst unbeholfen von Fuß zu Fuß, aber mit der Zeit spürt sie den Takt. In der Gruppe sind verschiedene Leute, Studenten, Berufstätige, ältere Damen. Sie tauschen Partner durch und Maria lacht viel, weil es anfangs lustige Kollisionen gibt. Doch niemand ist perfekt, alle wollen Spaß. Nach der Stunde ist sie verschwitzt, aber voller Begeisterung. Sie übt zu Hause mit Musik aus dem Internet, zählt laut 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nach einigen Wochen hat sie die Grundschritte drauf und lernt erste Drehungen. Sie spürt, wie die Musik in ihren Körper fließt, wie die Hüften sich freier bewegen. Einmal probiert sie es in der Bar, in der sie Salsa zum ersten Mal sah. Dort tanzen schon fortgeschrittene Paare. Sie fühlt sich ein bisschen eingeschüchtert. Doch ein junger Mann, Miguel, fordert sie freundlich zum Tanz auf. »Ich kann nur die Basics«, sagt sie. Er lacht. »Kein Problem, ich führe dich.« Und tatsächlich, obwohl er komplexe Figuren tanzt, zeigt er viel Rücksicht. Maria folgt nach besten Kräften. Manchmal stolpert sie über ihre Füße, doch Miguel hält sie sicher. Das Gefühl ist magisch. Sie dreht sich, folgt seinem Rhythmus, vergisst die Welt um sich herum. In den nächsten Wochen lernt sie im Kurs mehr Figuren, Crossbody-Leads, verschiedene Drehungen. Sie genießt das Gemeinschaftsgefühl, lernt neue Leute kennen. Eines Tages fragt sie die Tanzlehrerin, ob sie ihr Talent hat. Die Lehrerin lobt Marias schnelle Auffassungsgabe, aber sagt auch, dass Salsa nicht nur Technik ist, sondern Gefühl und Kommunikation. Maria nickt und merkt, wie wichtig es ist, im Tanz mit dem Partner zu sprechen. Die Musik wird zu einer Sprache, in der es Blicke, leichte Zugbewegungen und Körperspannung gibt. Ihre beste Freundin Amelie, die sie anfangs in die Bar begleitete, ist skeptisch. Sie versteht diesen Salsa-Hype nicht so ganz. Doch als Maria sie überredet, einmal mitzukommen, staunt Amelie, wie viel Spaß die Leute haben. Sie filmt Maria, die inzwischen flüssiger tanzen kann. Auch Amelie tanzt mal kurz, lacht über ihre eigenen Fehltritte. Im Laufe der Zeit traut sich Maria auf kleine Tanzveranstaltungen, sogenannte Salsa-Partys. Die Musik ist laut, der Raum voller tanzender Menschen, die Luft warm und feucht. Doch die Energie ist ansteckend. Maria tanzt mit Fremden, die ein paar spanische Worte murmeln, oder mit Anfängern, die genauso nervös sind wie sie früher. Jede Begegnung ist anders, jede Musik hat eine andere Stimmung. Eines Abends sieht sie Miguel wieder. Er begrüßt sie herzlich, als ob sie alte Bekannte wären. Sie tanzen eine Runde, und diesmal klappt es besser. Er wirbelt sie in eine doppelte Drehung. Sie lacht laut, weil sie fast das Gleichgewicht verliert, aber doch stabil bleibt. Danach sagt Miguel, »Du hast dich echt verbessert. Man merkt deine Leidenschaft.« Maria errötet vor Freude. Sie trinkt einen kühlen Saft und beschließt, weiter zu üben, um noch sicherer zu werden. In einer ruhigen Minute spricht sie mit Pablo, dem Lehrer, ob sie bei einem kleinen Showauftritt mitmachen könnte, den er plant. Pablo antwortet, dass die Show für Fortgeschrittene sei, Maria aber extra üben kann, wenn sie wirklich will. Sie nimmt die Herausforderung an und trainiert hart. Nach der Uni läuft sie zum Tanzstudio, übt Drehungen, Fußtechnik und Taktgefühl.
Manchmal tut ihr ganzer Körper weh, doch sie empfindet Glück dabei. Sie kauft neue Tanzschuhe, diesmal mit einem etwas höheren Absatz, um eleganter zu wirken. Einmal stolpert sie beim Training böse und knickt mit dem Fuß um. Sie hat Angst, nicht weiter tanzen zu können. Doch zum Glück ist nichts gebrochen, nur eine Verstauchung. Sie macht ein paar Tage Pause, lässt sich von Pablo die Figuren in Theorie zeigen. Als die Schmerzen nachlassen, tanzt sie vorsichtig weiter. Am Tag der kleinen Show ist sie aufgeregt wie nie. Sie trägt ein rotes Kleid und ihre Haare hat sie hochgesteckt. Das Herz klopft ihr bis zum Hals, als die Musik startet. Sie tanzt mit einem anderen Schüler, der etwas mehr Erfahrung hat. Sie strahlen beide, während sie die Choreografie vorführen. Das Publikum klatscht im Takt, und als sie fertig sind, gibt es sogar Jubelrufe. Maria kann es kaum glauben, dass sie so viel Angst hatte. Nach der Show fällt sie ihrem Partner um den Hals, lacht und sagt: „Ich hätte nie gedacht, dass ich das kann." Er gratuliert ihr, ebenso Pablo und die anderen Tänzer. Nach der Show hat sie Tränen in den Augen, vor lauter Erleichterung und Freude. Sie merkt, dass Salsa nicht nur ein Tanz ist, sondern ein Lebensgefühl. Die Musik, die Menschen, die Gemeinschaft, all das macht sie glücklich. Sie überlegt, ob sie vielleicht einmal einen Tanzurlaub nach Kuba machen könnte, um die Wurzeln dieses Tanzes kennenzulernen. Miguel lädt sie zu einer weiteren Tanzparty ein, bei der Musik live gespielt wird. Die Trompeten, das Klavier und die Sänger verbreiten eine mitreißende Stimmung. Maria tanzt fast die ganze Nacht, vergisst die Zeit völlig. Um 3 Uhr morgens ist sie erschöpft, aber voller Glückshormone. In den folgenden Wochen tanzt sie weiter, lernt neue Figuren wie die Rueda de Casino in einer Gruppe. Sie erlebt, wie man im Kreis miteinander kommuniziert und lacht. Manchmal vermisst sie etwas Freizeit, weil sie so oft tanzt, aber sie bereut nichts. Ihre BWL-Studienleistungen schaffen es noch, immerhin muss sie Zeit finden zum Lernen. Doch Salsa bleibt ihr liebster Ausgleich. Sie hat mehr Selbstvertrauen bekommen, geht offener auf Leute zu. Die Musik hat ihr Herz geöffnet, sagt sie in einer ruhigen Minute zu Amelie, die immer noch staunt über Marias Begeisterung. Nach einem halben Jahr ist Maria eine recht solide Tänzerin. Sie überlegt, ob sie nicht selbst einmal einen kleinen Anfängerworkshop geben könnte, um andere zu motivieren. Ihr Lehrer Pablo sagt lächelnd: „Du machst das sicher gut. Deine Leidenschaft steckt an." Sie nimmt tatsächlich einen kleinen Job als Aushilfe in der Tanzschule an und hilft Pablo bei den Anfängerkursen. Dort erkennt sie sich wieder in den Gesichtern der Neulinge. Schüchtern, voller Fehltritte, aber neugierig. Sie gibt ihnen Tipps, hält ihre Hände an der richtigen Position und erklärt den Grundrhythmus. Wenn sie sieht, wie jemand Fortschritte macht, ist sie stolz. Zum Jahresende veranstaltet die Tanzschule eine große Salsa-Gala. Maria tritt mit Miguel auf. Sie haben eine kleine Choreografie entworfen. Die Musik ist schnell, die Drehungen rasant, aber sie meistern alles mit Bravour. Das Publikum klatscht begeistert. Als sie sich verbeugen, ist Marias Herz voller Glück. Sie weiß, diesen Tanz wird sie nie loslassen. Er hat ihr Leben bunter und leidenschaftlicher gemacht. Nach der Gala gehen sie alle gemeinsam essen, stoßen auf das erfolgreiche Jahr an. Miguel fragt sie, ob sie Lust hat, demnächst einen internationalen Salsa-Kongress zu besuchen. Maria nickt begeistert. Sie hat jetzt keine Angst mehr vor großen Tanzflächen. Zu Hause hängt sie ihr rotes Showkleid in den Schrank und lächelt, wenn sie daran vorbeigeht. Sie erinnert sich an jede Gänsehaut, jeden Adrenalinstoß, jeden lauten Applaus. Salsa hat ihr bewiesen, dass man mit Mut, Fleiß und Liebe zur Musik Grenzen überschreiten kann. Sie empfiehlt es jedem, der Angst hat vor dem Tanzen oder denkt, man sei zu ungeschickt. Probiert es aus, tanz deine Sorgen weg, genieße den Rhythmus. Und so geht sie durch den Alltag mit einem inneren Salsa-Takt, ein wenig Hüftschwung und einem Lächeln im Gesicht, denn sie hat ihren Tanz gefunden.